Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge von Straff in Zeit. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich bin Niklas und ich freue mich extrem, dass du heute hier bist. Richtig, richtig schön. Und bevor wir in das Video oder in diese Podcast-Folge reinstarten, wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen ersten Advent. Wir haben zwar noch November, aber wir starten einfach schon in den ersten Advent rein. Richtig crazy. Und um den ersten Advent gebürtig zu feiern, habe ich es hier ein bisschen dekoriert. Und passend zum Start in die Adventszeit, passend zum Start in den Dezember, der ja nächste Woche dann startet, habe ich auch eine kleine Ankündigung für dich. Ich habe es bei Instagram auch schon so ein bisschen angeteasert, beziehungsweise habe euch da gefragt nach eurer Meinung, ob ihr auf so eine Aktion Lust hättet oder nicht. Vielleicht könnt ihr euch jetzt schon denken, worum es geht. Richtig, es geht um den Adventskalender. Mehr dazu verrate ich dir gleich noch. Vorab möchte ich dir erstmal ganz, ganz herzlich danken oder möchte mich persönlich bei euch da draußen bedanken für die ganzen Genesungswünsche, für die ganzen Besserungswünsche, die ihr mir letzte Woche habt zukommen lassen. Das ist wirklich explodiert und da möchte ich mich von Herzen für bedanken. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Eure Genesungswünsche sind auf jeden Fall mehr als gut angekommen. Mir geht es schon wesentlich besser. Zwischendurch versagt die Stimme immer noch ein bisschen oder der Hustenreiz kommt durch, aber gar kein Vergleich mehr zu letzter Woche. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bleibst gesund und achtest auf dich. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema, und zwar Acht geben auf dich, das Thema Achtsamkeit, das Thema Bewusstsein, mehr in den Alltag zurückbringen und daraus extrem viel Energie, extrem viel Freude und viel, viel mehr Lebensqualität für dich und für dein Leben ziehen. Genau darum soll es heute unter anderem auch gehen, weil ich habe die letzten Wochen einfach wieder gemerkt, wie gut es tut, sich die Ruhe zu gönnen, wenn der Körper diese Ruhe einfordert. Dass du dann mit deinem Körper zusammenarbeitest und nicht gegen deinen Körper arbeitest. Dazu habe ich ja in der letzten Podcast-Folge nochmal ausführlich ein bisschen was erzählt. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht zu detailliert drauf ein, sondern möchte dir jetzt heute, passend zum ersten Advent, gerne die frohe Kunde überbringen, dass wir zusammen einen Adventskalender machen. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass ich dir ab dem 1., also ab Mittwoch ist ja der 1. Dezember, bis zum 24. gebe ich dir jeden Tag einen Adventsgedanken mit, einen wertvollen Impuls, um glücklich durch deine Adventszeit, durch deine Weihnachtszeit durchzugehen. Und darauf freue ich mich wirklich extrem. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe hier das Setup so dekoriert, dass ein bisschen weihnachtliche Stimmung aufkommt. Weihnachtsmärkte sind jetzt ja zum Glück größtenteils auch offen. Dann kommt ja auch so ein bisschen Weihnachtsvibe durch. Aber um diese Gefühle, um diese Stimmung so zu fördern oder da auch die Zeit so ein bisschen zu nutzen, um zusammen runterzukommen, ein bisschen mehr auf sich selbst zu achten. Und dafür habe ich mir überlegt, dass ich dir gerne so ein paar Adventsgedanken mitgeben möchte, in Form von kleinen Impulsen mit 1 oder 2 Minuten Länge, die du morgens direkt für dich nutzen kannst und mit in deinen Tag nehmen kannst. Wir machen das so, dass ich dir jeden Tag ein Video hochlade, bei YouTube und bei Instagram. Das kannst du dir dann anschauen. Am besten machst du das direkt morgens. Und ich verrate dir auch warum, wenn du magst. Und zwar bist du morgens einfach viel, viel aufnahmefähiger. Du bist morgens noch richtig klar im Kopf und hast den Kopf nicht mit allen Dingen zugemüllt, die am Tag so die ganze Zeit passieren. Ob es irgendwelche Nachrichten sind, ob es irgendwelche Chats mit Freundinnen oder Freunden sind, ob es irgendwelche Aufgaben in der Arbeit sind, in der Schule, in der Uni, in der Ausbildung, wo auch immer. Wir haben den ganzen Tag über mit so vielen Dingen zu tun, die unseren Kopf einfach fordern und immer weiter zumüllen. Und sich dann die Zeit rauszunehmen und wirklich mit klarem Kopf für diese Impulse loszugehen, ist super, super schwierig. Deswegen möchte ich dich gerne dazu einladen, dir ab dem 1. Dezember Zeit für dich zu nehmen. Ab dem 1. Dezember eine neue, kleine Routine für dich zu integrieren. Du nimmst dir morgens diese 1 oder 2 Minuten Zeit nur für dich. Diese Zeit gönnst du dir und bist bewusst nur bei dir. Und ich mache das so, dass ich dir diese Adventsgedanken immer morgens um 7 Uhr ungefähr hochlade.
7 Uhr kommt jeden Tag dieser Adventsgedanke. Am 1., 2., 3. bis zum 24. Dezember kommt jeden Tag ein neues Video hoch, bei YouTube und bei Instagram, nur für dich, mit einem kleinen Impuls, den du morgens direkt mitnehmen kannst. Und dann hörst du dir diesen Adventsgedanken an, nimmst diesen Impuls auf, dein Kopf ist noch klar, du bist viel, viel aufnahmefähiger und bist dann bereit, diesen Impuls an dem jeweiligen Tag umzusetzen und vielleicht auch noch darüber hinaus. Und was dann nämlich passiert, ist Folgendes: Du gehst mit einer ganz anderen Energie durch deinen Tag, weil du dir nämlich am Morgen schon Zeit für dich selbst genommen hast. Du bist nicht in den Tag gestartet und hast dir irgendwie gedacht, boah, jetzt muss ich das machen und eigentlich habe ich gar keine Zeit, noch einen Kaffee oder einen Tee zu trinken, weil ich eigentlich direkt zur Arbeit los muss, und bist morgens komplett gestresst, bist im Kopf überall, aber nicht hier. Du bist überall anders, bist im Kopf schon eigentlich den ganzen Tag durchgeplant, aber hast dabei gar keine Zeit für dich selbst. Und da machen wir zusammen den Unterschied. Deswegen möchte ich dir diese Adventsgedanken, diese Impulse in dem Adventskalender in Form von Videos aufnehmen. Dass wir nämlich morgens zusammen 1 oder 2 Minuten Zeit zusammen verbringen. Das ist so wenig im Vergleich zum Rest des Tages. Aber diese 2 Minuten möchte ich deine volle Aufmerksamkeit haben. Das sind 2 Minuten, die du dir für dich selber gönnst. Und du wirst nach diesen 2 Minuten wesentlich mehr Energie und wesentlich mehr Freude in dir spüren. Weil wir uns zusammen die Zeit dafür nehmen, einmal runterzukommen, und mit diesem Impuls bereiten wir dich für den Rest deines Tages vor. Und mit dieser Energie gehst du durch deinen Tag, nimmst sie mit in deinen Tag und überträgst das auch wieder auf andere. Und das ist eine richtig gute Grundlage für eine entspannte und glückliche Weihnachtszeit. Und ich habe einen kleinen Vorschlag für dich. Lass uns das doch einfach so machen, dass wir zusammen eine kleine neue Routine für dich persönlich etablieren. Und ich würde dir wahnsinnig gerne dabei helfen. Bist du dabei? Deswegen mache ich das auch so, dass ich dir morgens immer dieses Video direkt hochlade, 1 bis 2 Minuten Länge. Mehr brauchst gar nicht, um achtsam und bewusst in den Tag zu starten, mit einer schönen und fröhlichen Energie durch den Tag zu gehen. Und was nämlich passiert, wenn wir das vom 1. bis zum 24. wirklich zusammen durchziehen, du wirst es merken, dass du in diesen bisschen mehr als 3 Wochen eine neue Routine für dich selber etablierst und findest und dann auch leben kannst. Und das wird dir extrem gut tun. Das wird uns allen extrem gut tun. Das wird dir gut tun, das wird mir gut tun, das tut uns allen gut, und das tut vor allem auch den Menschen gut, mit denen du täglich zu tun hast, denen du über den Weg läufst, weil du nämlich dadurch, dass du entspannt in den Tag startest, mit einem glücklichen Impuls, gehst du mit einer ganz anderen Energie durch den Tag. Und das überträgst du dann auch wieder auf die anderen Leute, mit denen du dann an dem Tag zu tun hast, auf Leute, mit denen du zusammenlebst. Du wirst auf einmal eine Veränderung spüren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und andere Leute werden dir das auch mitteilen. Auf einmal bemerken sie vielleicht so eine kleine Wandlung bei dir, so einen kleinen Unterschied, dass du auf einmal mit einem Lächeln morgens ins Büro kommst. Oder dass du dir morgens nicht mehr deinen Kaffee machst mit so einer Visage und dir so denkst, boah, ich brauche jetzt meinen Kaffee, sondern du lächelst auf einmal. Du lächelst auf einmal, und das überträgt sich auf die anderen Leute und das spiegeln sie dann wiederum wieder. Und so können wir zusammen uns gegenseitig inspirieren und damit auch noch andere inspirieren. Und das ist genau die Magie, das ist genau dieses Wunder, das ist einfach eine wunderschöne Energie, die wir zusammen erschaffen können. Und genau das wünsche ich mir, genau das ist meine Mission, das ist meine Botschaft, die ich gerne in dieser Zeit nach außen tragen möchte. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir dabei hilfst, wenn wir das zusammen machen, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen können und zusammen diese Adventsgedanken, diese glücklichen Impulse, diese wertvolle Zeit für uns selber nehmen, nach außen tragen und damit andere inspirieren. Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen 1. Advent. Nutz den Tag heute einfach mal dafür, um Zeit mit den Dingen zu verbringen, die dir persönlich gut tun. Woraus du wieder neue Kraft ziehen kannst, wie du deine Akkus wieder aufladen kannst, um dann mit neuer Energie, mit frischer Power in die neue Woche zu starten. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch, am 1. Dezember
für den ersten Adventsgedanken, für den ersten Impuls wieder. Ich freue mich wirklich sehr auf diese gemeinsame Reise mit dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und nicht vergessen, Happy Inside ist gleich straff Outside. Ich wünsche dir ganz viel Energie, ganz viel Freude. Dein Niklas. Ciao.